Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt ist sie da bei Fellner live. Die Ministerin, die mir einen enormen Wetteinsatz schuldet, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube, sie haben mir alles versprochen, von einem Nachtbeessen bis zu einem Rotwein. Sie waren bei mir während des Wahlkampfs im Studio und ich habe gewettet mit Ihnen, liebe Karoline Edtstadler, dass Sie mit Jahresende wieder in Wien zurück sind, weil Sie in der neuen Regierung sein werden. Und gesagt, da kommt überhaupt nicht in Frage, ich bin für immer in Brüssel und jetzt sind Sie da in der Regierung, Kurz. Guten Abend, Herr Fellner. Herzlichen Grüß Dank Gott, für die Frau Einladung. Edtstadler. Grüß Gott, Frau Minister, muss ich jetzt sagen. Nicht mehr Staatssekretärin, Minister ist jetzt das richtige Wort. Grüß Gott, Frau Kanzleramts- und Europaministerin. So ist es. Ich freue mich, hier zu sein. Ich muss jetzt zur Wette noch eines sagen. Also ich kann mich erinnern, Sie haben so Andeutungen gemacht, was Sie glauben, das werden könnte. Ja. Ich glaube nicht, dass ich eingeschlagen habe. Ich bin nicht so der Wettmensch. Die Rache ist das Archiv, aber leider, glaube ich, habe ich nicht wirklich konkret gemacht, um was es geht. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Ja? Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal auf ein Achtel. Genau. Auf jeden Fall war ich mir sicher, Sie kommen zurück und genau so ist es. Es hat Sie nicht lange in Brüssel gehalten. Wie viele Sitzungen haben Sie besucht im Europaparlament? Also ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe keine einzige Plenumssitzung versäumt. Es waren ja nicht sehr viele. Wie viel waren es? Naja, es ist im Juli losgegangen. Es ist sehr intensiv gleich losgegangen. Sie wissen, dass wir die Kommissionspräsidentin bereits im Juli gewählt haben. Dann ging es auch über den Sommer im Hintergrund sehr intensiv weiter, weil ja die Kommissionsmitglieder auch zu bestellen waren, weil die Hearings vorzubereiten waren. Und ich habe die Zeit sehr, sehr intensiv genutzt. Ich habe sie auch als sehr intensiv und extrem spannend empfunden. Und freue mich jetzt umso mehr, dass ich als Europaministerin für alle Österreicherinnen und Österreicher von Österreich aus in der EU die starke Stimme sein darf, die starke Stimme auch für Sebastian Kurz und den Kurs, den wir in Österreich so erfolgreich begonnen haben, auch in Europa jetzt bewerben werde. Na, das war ja 100%ig klar, dass Sebastian Kurz wird ohne Sie keine Regierung machen. Sie waren ja schon im Wahlkampf irgendwie seine stärkste Stimme, seine rechte Hand. Heute natürlich wieder in Türkis, stelle ich fest. Also sozusagen die Marketingkanone dieser Regierung schlechthin. Ja, was machen Sie denn jetzt eigentlich in der Regierung, außer gute Werbung und gute Stimmung, Frau Ministerin? Also es ist ja erst vor wenigen Tagen auch das Bundesministerium-Gesetz im Bundesrat bestätigt worden. Das heißt, es kommt auch die Zuständigkeit für den Verfassungsdienst ins Kanzleramt zurück und auch in meine Zuständigkeit. Ich darf im Thema Europa die Europaministerin sein. Es gibt viele Herausforderungen in den nächsten Monaten, die vor uns liegen. Es beginnt schon mit Ende des Monats mit dem Brexit, den wir durchführen werden. Wir werden die harten Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen führen müssen. Und es gibt auch ein anderes Thema, das in meiner Hand liegen wird und das mich Sebastian Kurz gebeten hat, weiter zu betreuen. Und das ist das Thema Kampf gegen den Antisemitismus. Ein Thema, das mich auch auf europäischer Ebene sehr intensiv beschäftigt hat und das ich seit sehr vielen Jahren auch in Österreich betreue, hier Veranstaltungen mache und auch dafür weiterhin sorgen möchte, dass Jugendliche in diesem Bereich aufgeklärt werden. Also viele Herausforderungen, aber ich habe das Gefühl, ich kann nahtlos fortsetzen in dem Bereich, wo ich auch viel Expertise sammeln durfte. Bevor wir zu den Themen kommen, die mich sehr interessieren und die Sie hoffentlich ansagen werden, die freche Frage: Ist es nicht Wählerbetrug, was Sie da gemacht haben? Sie sind angetreten als Spitzenkandidatin der ÖVP für Brüssel, für das Europaparlament. Sie waren dort und jetzt sind Sie wieder da. Ich meine, das war ja nicht der Wählerauftrag. Der Wählerauftrag war ja, liebe Karoline Edtstadler, geh für uns und für die ÖVP nach Brüssel. Mir geht es um die Sache, mir geht es um eine gute Zukunft für die Europäische Union. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich nicht nur für die Wählerinnen und Wähler der österreichischen Volkspartei arbeiten darf, sondern wirklich für alle Österreicherinnen und Österreicher. Und es gibt viel zu tun in diesem Bereich. Ich freue mich sehr, dass ich auch die Gelegenheit hatte, das Parlament wirklich von innen heraus kennenzulernen. Sie wissen, ich war während der Ratspräsidentschaft schon Vertreterin für die Regierung, für den Rat im Parlament. Aber es ist noch einmal etwas anderes, wenn man es von innen heraus kennenlernt. Und ich habe die Zeit. Es war ein Schnupperpraktikum sozusagen. Ich habe die Zeit bestmöglich genutzt. Ich kenne die Player dort. Ich weiß auch, wie das Parlament tickt. Und ich habe noch viel besser
verstehen gelernt, wie man auch in Themen vorankommen kann. Und diese Expertise werde ich jetzt einbringen und darauf freue ich mich sehr. Und ich darf auch noch einen Satz dazu sagen. Ich bin auch immer wieder im öffentlichen Raum unterwegs und habe in letzter Zeit sehr viele positive Begegnungen auch auf der Straße gehabt, wo Leute gesagt haben, schön, dass Sie wieder da sind. Und insofern freue ich mich sehr. Man muss ja insofern sagen, der Wählerbetrug hält sich insofern in Grenzen, als Sie ja unsere Europaministerin jetzt sind. Also die Europaagenten bleiben ja bei Ihnen. Und natürlich ist Europaministerin spannender als Abgeordnete, bei aller Wertschätzung, dass Sie ja dort die Fraktionsführerin waren. Ich war die Delegationsleiterin und ich habe auch erfahren, und das ist auch sehr wesentlich, dass man als Abgeordnete im Europäischen Parlament schon viel bewegen kann, wenn man sich auf wenige Themen, aber auf die dafür intensiv konzentriert und fokussiert. Und ich hatte auch ein Gespräch, ein sehr langes Telefonat mit Manfred Weber, kurz nachdem klar wurde, dass ich also als Ministerin nach Österreich zurückkehre. Und er hat mir auch gesagt, es ist für ihn und auch für Europa so wichtig, dass jemand hier in Österreich Europapolitik als Minister macht, der das Parlament auch kennt und auch schätzt, weil das Parlament wird eine wesentliche Rolle spielen bei all den Dingen, die wir vorhaben. Sie sind jetzt unsere Verbindungslady nach Brüssel. Sie werden den Kanzler dort sehr oft vertreten, nehme ich an, bei sehr vielen Ratssitzungen, die jetzt nicht unbedingt der Rat selber sind. Und Sie werden natürlich viele Kontakte zu knüpfen haben, etc. etc. Aber Sie sind ja auch die wichtigste Mitarbeiterin des Kanzlers, wenn ich das einmal so aus der Schule plaudern darf. Sie stecken ja auch ein bisschen hinter diesen Koalitionsverhandlungen und der Dress sagt es ja schon, Sie sind offenbar sehr stolz auf Türkis-Grün, oder? Also zum Ersten muss ich einmal sagen, dass die Farbe Türkis schon vor meiner Zeit in der Politik eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe natürlich das noch ein bisschen verstärkt, weil es natürlich auch zur Bewegung passt und ich sicher eine Türkise der ersten Stunde bin. Ja, ich werde versuchen, bestmöglich die Vorbereitungsarbeiten auch für den Bundeskanzler Sebastian Kurz in Brüssel zu machen. Zum Beispiel ist der Rat allgemeiner Angelegenheiten etwas, was in meine unmittelbare Zuständigkeit fällt. Zum Thema Kontakte knüpfen, da sehe ich eben den großen Vorteil, dass ich jetzt wirklich ein gutes halbes Jahr in Brüssel war und die Player kenne, aber natürlich aus der jetzigen Position heraus auch schon einige getroffen habe und hier wirklich eine gute Kooperation möglich ist. Ich war auch als erste Auslandsreise in Frankreich, habe auch mein französisches Gegenüber, die französische Europaministerin Amélie de Montchalin, getroffen und wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam vieles bewegen können. Sie haben das Türkis-Grün mitgezimmert, Sie haben teilweise auch mitverhandelt, Sie haben die Grünen mit über den Tisch gezogen. Sie haben mitgeholfen, dass der Sebastian Kurz den Grünen die Unterhosen ausgezogen hat. Ich hoffe, das freut Sie, oder? Also ich darf Ihnen eines sagen, ja, ich war im Verhandlungsteam im Bereich der Gruppe 04, wo es um Sicherheit, Migration, aber vor allem in meinem Bereich Europa Internationales ging. Und es waren wirklich Verhandlungen auf Augenhöhe. Wir haben sehr intensive Diskussionen gehabt in manchen Bereichen. Und ich halte das für ganz wesentlich, wenn man eine Regierungsarbeit für die nächsten 5 Jahre auf die Beine stellt, dass man auch auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandelt. Und das ist ein Learning, wenn Sie so wollen, das ich aus meiner Zeit im Europarat am Gerichtshof in Straßburg schon mitgenommen habe. Man kann nur beurteilen, wie jemand denkt, wenn man versucht, sich in seine Lage auch zu versetzen. Und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen. Aber mit Verlaub, liebe Frau Edtstadler, jeder, der Sie kennt, weiß, dass Sie ein extrem toughes Persönchen sind, eine extrem taffe Ministerin, dass mit Ihnen nicht leicht Kirschen essen ist in Verhandlungen. Und was ihr da durchgefeitet hat, vor allem Sie in der Sicherheitsgruppe, aber auch Sie als Wahlkämpferin der ÖVP, war ja nicht mehr oder weniger als das gesamte ÖVP-Wahlprogramm, das jetzt im Regierungsprogramm steht, oder? Wesentlich ist, dass wir natürlich den Kurs fortsetzen wollen, den Sebastian Kurz und auch die letzte Regierung sehr erfolgreich begonnen hat. Und dass natürlich hier sehr viel türkise Handschrift auch drinnen ist. Aber es ist auch sehr viel grün verankert, wenn man jetzt schaut im Bereich des Klimawandels. Und hier ist es immer bei Verhandlungen, dass man auch aufeinander zugeht. Ich denke, die beiden Wahlgewinner, ÖVP und auch die Grünen, konnten hier sehr wohl ihre Positionen auch ins Programm mit einfließen lassen. Jetzt sind Sie aber sicherheitspolitisch immer die Hardlinerin gewesen, weil Sie sind ja mit Kickl im Innenministerium gesessen. Das Kopftuchverbot halten Sie ja für extrem gut und haben es immer sehr vehement gefordert, richtig? Ja. Auch für Lehrerinnen?
Es geht jetzt darum, dass wir das Kopftuchverbot bis zu 14-Jährigen ausweiten. Das ist auch die Religionsreife sozusagen. Ja? Und das darauf ist ja wollen schon wir, halb beschlossen. Ja, aber auch für Lehrerinnen war die Frage. Jetzt geht es einmal um die Schülerinnen bis 14. Auch für den öffentlichen Dienst. Ich kann mich erinnern an Interviews mit Ihnen, wo Sie gesagt haben, Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ist etwas, was Sie gut finden. Also mir geht es jetzt darum, dass wir das einmal umsetzen, was im Regierungsprogramm steht. Es ist im Regierungsprogramm vereinbart, dass wir das Kopftuchverbot bis zu 14-Jährigen ausweiten wollen. Und das ist jetzt der erste Schritt, auf den konzentrieren wir uns. Also die Frau Raab kriegt gleich von Ihnen eine auf den Deckel, ja? Kopftuchverbot für Lehrerinnen darf nicht diskutiert werden, heißt dieses Interview. Das heißt es nicht. Das heißt, kennen Sie doch, ich weiß, wenn Sie sagen, das kommt nicht. Das heißt, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen. Wir wollen jetzt die Ausweitung und dann machen wir die nächsten Schritte. Aha, aber die nächsten Schritte sind dann das Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder was sind die nächsten Schritte? Das heißt, wir machen den ersten Schritt, das heißt Ausweitung bis 14-Jährige und ich glaube, es ist ganz wesentlich für junge Mädchen, die bei uns in unserem Kulturkreis aufwachsen, dass sie auch das Gefühl mitbekommen, dass sie sich entfalten können, dass sie sich nicht verhüllen müssen, sondern frei einfach ihre Entwicklung auch leben können. Die Sicherungshaft, die kommt ja teilweise, wenn ich so sagen darf, aus Ihrer Feder, weil Sie haben ja dieses Maßnahmenpaket für die Justiz beschlossen mit all diesen Strafverschärfungen Frauen, ja. Und vor allem Gewalt gegen Frauen. Und da war die Sicherungshaft ja etwas, was Sie sehr vehement verteidigt haben. Also das halten Sie für dringend notwendig, die Sicherungshaft? Also das Paket, das ich verhandelt habe in der Taskforce, war Gewalt gegen Frauen. Ganz wesentlich strengere Strafen, mehr Opferschutz, aber auch eine aktive Täterarbeit. Und Sie wissen, es gab dann diesen Vorfall in Dornbirn, der wirklich erschüttert hat das ganze Land. Und da hat man auch gesehen, dass es eine Lücke gibt. Neben der Haft, U-Haft, Strafhaft gibt es noch die Schubhaft, aber im Vorfeld, wenn jemand gefährlich ist, gibt es nichts. Und diese Lücke gilt es zu schließen und da habe ich meine Meinung nicht geändert. Wir müssen hier eine Lösung finden und ich bin davon überzeugt, das funktioniert auch unter den Rahmenbedingungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Weil da sitzen Sie jetzt ja im Driver's Seat, wenn ich so sagen darf. Nachdem Sie jetzt ja für Verfassungsdienst und so weiter zuständig sind, sind Sie ja diejenige, die es schaffen muss, die Sicherungshaft verfassungstauglich zu machen. Geht das? Weil alle sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir werden uns das mit Expertinnen und Experten anschauen. Ich habe damals das schon sehr befürwortet, dass man hier eine weitere Möglichkeit schafft. Es hat die Politik die Aufgabe, auch vorauszudenken. Es gab ohnehin schon einen Anlassfall, der zum Denken angeregt hat. Ja, einen zweiten auch noch in Wiener Neustadt, wenn ich an eines unserer Interviews erinnern darf. Ja, aber der Auslöser war dieser Vorfall in Dornbirn. Und es ist ganz wesentlich, dass die Politik auch Akzente, Maßnahmen setzt, dass sich sowas möglichst nicht wiederholen kann. Man kann es nie zu 100% ausschließen. Und Sie sind aber diejenige, die dafür sorgen soll, dass die Sicherungshaft verfassungskonform wird, richtig? Es wird sozusagen eine Kooperation sein zwischen Justiz, Innerem, aber natürlich auch dem Verfassungsdienst, der dann letztlich auch sagen wird, wie es verfassungsrechtlich möglich ist. Und jetzt sind Sie ja Richterin und auch Verfassungsexpertin. Ist das möglich? Geht das? Weil alle sagen, es geht nicht. Der Koger sagt, es geht nicht. Der Anschober sagt, es geht nicht. Es ist immer die Frage, wie man es bewertet. Also aus menschenrechtlicher Sicht und wenn ich mir die EMRK vor Augen halte, dann bin ich davon überzeugt, dass wir die Sicherungshaft EMRK-tauglich, menschenrechtskonform machen können. Die weiteren Fragen, die sich anschließen, ist, in welcher Form braucht man eine Verankerung noch im Gesetz? Ja, es gibt ein Bundesgesetz über die persönliche Freiheit, das ist in Verfassungsrang und das ist immer eine Definitionsfrage, wie man dann die Sicherungshaft sozusagen ausgestaltet. Aber da wird es Möglichkeiten geben, dass das auch hält. Davon bin ich überzeugt. Jetzt waren Sie in meinen Augen ja immer die eiserne Lady von Türkis in dieser türkisblauen Regierung. Eiserne Lady, unsere Margaret Thatcher, wenn man so sagen darf. Allerdings natürlich in charmanter Form. Ja, Sie waren ja so wie der Kickl immer der Meinung, wir brauchen Nullzuwanderung. Da darf keiner mehr reinkommen, richtig? Also in manchen Punkten haben wir uns jetzt nicht ganz genau überschnitten, aber ganz klar ist für mich, der Kickl... Nicht ganz genau, aber überschnitten, aber weitestgehend. Ich sage Ihnen ganz deutlich, und hier hat sich meine Meinung auch nicht geändert, wir müssen illegale Migration stoppen. Wir brauchen auf europäischer Ebene Antworten für ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Wir müssen vor allem das Schlepperwesen beenden. Das ist eine der grauslichsten Formen von Menschenrechtsverletzungen. Und solange Rettung im Mittelmeer in etwa
das Ticket nach Europa bedeutet, solange können wir das Schlepperunwesen nicht beenden. Und hier braucht es mehr Kooperation mit den Drittstaaten. Hier braucht es auch eine Unterstützung natürlich für die Staaten, die unmittelbar an der Küste sind. Und hier ist jetzt auf europäischer Ebene auch die Chance für einen Neustart in der Migrationspolitik gegeben. Und ich habe das ja auch im Parlament selbst gespürt, dass da viele Staaten, die bisher nicht so unserer Meinung waren, mittlerweile auch dieser Meinung sind, dass jeder einen Beitrag leisten muss, aber weitgehend auch frei sein sollte, worin der Beitrag besteht, etwa in der Entsendung von Frontex-Beamten oder humanitärer Hilfe oder eben einer besseren Kooperation. Wollte ich gerade sagen, Sie sind ja wohl auch die eiserne Lady, die als eiserne Lady für den Sebastian Kurz auf europäischer Ebene das vorantreiben soll, was sein größtes Anliegen ist, nämlich, dass endlich der Schutz der Außengrenzen funktioniert. Das hat die Amtskollege Kickl auf den St. Nimmerleinstag verschoben mit seinen Innenministerkollegen. Und da müssen Sie jetzt ja, glaube ich, den gordischen Knoten durchschlagen und dafür sorgen, dass das jetzt wirklich Dalli kommt, wie man so schön sagt. Zack, zack, würde die FPÖ sagen. Denn wir brauchen das ja, und zwar so rasch wie möglich. Was ist denn in Ihren Augen da jetzt ein neuer, spannender Zeithorizont? Wann werden wir diesen Schutz der Außengrenze endlich haben? Während österreichischer Ratspräsidentschaft war der Plan noch, auch seitens der Kommission, das bis 2027 in die Tat umzusetzen. Ursula von der Leyen hat hier ein sehr viel ambitionierteres Ziel ausgerufen mit 2024. Wir müssen uns vorstellen, dass wir 10.000 Beamtinnen und Beamten an der Grenze wollen. Das bedarf natürlich einer entsprechenden Ausbildung, auch einer Entsendung aus den Mitgliedstaaten. Das will vorbereitet sein, aber ich sage, so rasch wie nur irgendwie möglich, denn wir wollen eine Europäische Union, in der wir unsere Grundfreiheiten leben. Und eine der Grundfreiheiten ist die freie Reisemöglichkeit ohne Also Grenzen. Ihr Thema ist, 2024 braucht man das spätestens? Ja, spätestens. 2023 wäre die Edtstadler-Methode, könnte ich mir vorstellen, oder? Ich sage, spätestens 2024 unterstütze ich hier voll und ganz die Kommissionspräsidentin im Vorantreiben dieses Planes und auch die Meinung natürlich von Sebastian Kurz, der das ja schon lange auch sagt. Und ganz zum Schluss die Frage, die natürlich sich logischerweise aufdrängt, was sind Ihre großen Vorhaben im Ressort? Was werden Sie da jetzt machen? Also auf europapolitischer Ebene stehen jetzt als erstes einmal die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen an. Da ist es ganz wesentlich, dass wir unser Ziel auch erreichen, 1% nicht mehr als bisher ins Budget einzuzahlen, was in absoluten Zahlen sehr viel höher ist. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Wir sind als Nettozahler natürlich bereit, unseren Beitrag zu leisten, aber wir wollen auch, dass man entsprechend die neuen Prioritäten bedient und auch hinterfragt, was es bisher an Dingen gab. Also das hart ist das eine. Das Budget verhandeln und nicht mehr zahlen als bisher. Das ist in Vorbereitung für den Europäischen Rat. Da hat man in Ihnen die richtige, ja? Wo der eiserne Kanzler Lady, dann auch die letzte Entscheidung trifft. Aber das, also das ist das Wichtigste, dass man nicht mehr zahlen. In nächster nicht mehr Zukunft zahlen als bisher. Nicht mehr Wenn Sie als das bisher, schaffen, Hut ab. Ja? Und ich werde mein Bestes geben. Zusätzlich des Weiteren ist es jetzt so, dass die Konferenz zur Zukunft Europas beginnt. Und hier geht es mir ganz klar darum, dass wir rasch mit allen Mitgliedstaaten in Kontakt treten. Ich habe ja meine Reisetätigkeit bereits aufgenommen. Wir müssen einen neuen Vertrag für Europa auf den Weg bringen. Wir müssen uns auf die großen Dinge konzentrieren, die da lauten Migration, natürlich auch Klimawandel, aber auch die Erhaltung des Wohlstandes. Das heißt, wir dürfen nicht die Wirtschaft und die Industrie vergessen und die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen und das Trennende hintanstellen. Also ein Neustart für die EU gemeinsam mit von der Leyen, könnte man sagen. So ist es, ja. Es ist jetzt der Zeitpunkt dafür der richtige. Und drittes großes Projekt? Das dritte ist natürlich im Bereich Antisemitismus. Das spielt auch zusammen mit der Sicherheit. Es ist einfach notwendig, die Sicherheit für alle auf diesem Kontinent zu etablieren. Wir haben ein vakantes Problem mit einem steigenden Antisemitismus und hier kann Österreich auch Vorbild sein und das ist etwas, was ich auf jeden Fall weiter vorantreiben werde. Und worüber wetten wir heute? Das müssen Sie mir sagen und ich sage Ihnen dann, ob ich einschlage oder nicht. Ich würde wetten, dass Sie unser nächstes Kommissionsmitglied. Also ich sage Ihnen, dass Sie den Johannes Hahn ablösen. Also unsere nächste EU-Kommissarin, wie man so schön sagt. Man könnte sagen, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich möchte wirklich das Amt der Europaministerin jetzt 5 Jahre ausüben. Also ich wette, dass Sie unsere nächste EU-Kommissarin sind. Was ist der Wetteinsatz? Sie sagen, kommt nicht in Frage, so wie ich Sie kenne. Ja? Na, ich konzentriere mich auf das, was jetzt vor mir liegt und das ist Gibt es einen Europaministerin. Wetteinsatz diesmal? Weil diesmal möchte ich das schon festschreiben. Nicht, dass
dass man dann was trinken in Sie einem gerne, eine halben Flasche Jahr... Rotwein oder was hätten das muss Sie schon denn ein gern? bisschen mehr sein, weil das ist ja doch... Also sagen wir eine Kiste Rotwein. Eine Kiste Rotwein? Na sicher, weil das muss ja, wenn Sie schon Aber sagen, ich Sie habe 5 werden Jahre nicht Kommissarin... Zeit zu wählen, welchen Wein. Ja, na, Sie haben bestenfalls ein Jahr Zeit zu wählen, welchen Wein, weil dann sind Sie EU-Kommissarin, darauf wette ich als Fellner, Nächstes. also ich würde gerne jetzt in meinem Amt ankommen und auch das Amt ausüben. Es liegt vieles vor uns und darauf lege ich meinen Fokus, aber Sie werden mich bei Zeiten an Wetten erinnern, wenn es soweit ist. Genau, und ich freue mich auf Sie als EU-Ministerin, Europaministerin in dieser neuen Regierung, Karoline Edtstadler. Schön, dass Sie wieder bei uns in Wien sind und schön, dass Sie wieder im Studio von Fellner live sind. Danke Ihnen. Kurze Werbepause, wir sind gleich wieder zurück.